Good evening. So, guten Abend. Let's open with prayer. Lasst uns mit Gebet beginnen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Lord, we thank you for this evening worship, Herr, wir danken dir für diesen Abendandacht and we ask you that you would please bless your word, und wir bitten, dass du jetzt dein Wort segnen mögest and that we would realize the solemnity of these things that we study, und dass wir die Wichtigkeit von diesen Dingen, die wir studieren, sehen werden and that we would understand how these things can keep us from falling, und dass wir verstehen werden, wie diese Dinge uns bewahren können vor dem Fall. and Lord, please therefore add your Holy Spirit to the presentation, So bitte Herr, füge den Heiligen Geist zu diesem Vortrag hinzu. and that you would really impress these truths into our minds and hearts, Dass du diese Wahrheiten wahrlich in unserem Verstand, in unserem Herzen hineindringen würdest. and that you would unfold unto us this book of Revelation. Dass du uns dem Buch der Offenbarung entfalten würdest. So please have mercy upon each one of us, So bitte erbarme dich, ein jeder von uns. and we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Alright, so good evening once more, So, guten Abend, ein weiteres Mal. and we want to continue tonight with Revelation chapter 13. Und wir wollen heute Abend fortsetzen mit Offenbarung Kapitel 13. And thus far we looked at the first 12 chapters, Und soweit haben wir die ersten 12 Kapitel angeschaut. and we saw basically in chapter 12 this great war, this battle of Armageddon 3 times mentioned. Right? Und heute, wir haben in dem Buch der Offenbarung 12 soweit gesehen, dieses großen Krieg, dieser Kampf um Armageddon dreimal erwähnt, gesehen. So one time here Einmal eben hier, was verses 1 to 4, die Versen 1 bis 4 then here verses 7 to 10, und dann hier die Versen 7 bis 10 and then in the literal 7 last plagues and the 7th plague also verse 17. und dann in den buchstäblichen 7 letzten Plagen und der 7. Plage, Vers 17. Okay, so and we all always need to remind ourselves that at the moment we are in some sort of battle of Armageddon, right? Und im Moment müssen wir uns daran erinnern, dass wir uns gerade in einer Art des Kampfes um Armageddon befinden. I mean, the Ukrainian war is an illustration of it, Ich a meine- visible illustration of it, Der Ukraine-Krieg ist eine sichtbare Darstellung dessen. but the spiritual war for our souls goes on every day, right? Aber das geistliche Krieg um unsere Seelen geht jeden Tag voran. And obviously when you are in a physical war, you will not forget that you are in a war, right? Und natürlich, wenn du in einem buchstäbliches Krieg befindest, da wirst du nicht leicht vergessen, dass du in einem Krieg bist. But if you are in a spiritual warfare, Aber im geistlichen Krieg you can lose sight of this, okay? es ist leicht, sich davon zu verlieren. And das aus dem Blick zu verlieren. Es ist leicht aus dem Blick zu verlieren. Even though Satan might tempt you and buffet you, you still can fall into a careless and indifferent stage, right? Selbst wo Satan dich angreifen kann, du kannst dennoch in einen sorglosen Zustand fallen. Okay, so therefore the Lord may preserve us. So, deswegen möge der Herr uns davor bewahren. Let's go now to chapter 13, Gehen wir jetzt zu Kapitel 13, and let's begin in verse 1. fangen wir in Vers 1 an. And it says, "And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy." Okay, so where's John standing here? What is written in the verse? So, wo steht Johannes? Was ist hier in diesem Vers geschrieben?
the sand of the sea. Steht auf Okay. dem Sand des Meeres. So, when you look at the sand of the sea literally, what would it be? Wenn du den Sand des Meeres buchstäblich anschaust, was würde das denn sein? It's the dividing line, right? Es ist eine Trennlinie Between what and what? zwischen was und was. Wasser und Land. The earth and water, right? So, zwischen die Erde und Wasser. So, and what did we come to understand? What is earth and water representing when you have them in a same illustration? Was haben wir verstanden, wenn du Wasser und Erde in derselben Darstellung hast? Was bedeutet I'm not das? sure if that's a biblical explanation. That's Jeff's old explanation. But the Bible has to explain that. He never did that. It's just a human way of thinking. Okay, maybe. Okay, but nonetheless, let's go to verse 3. Gehen wir zu Vers 3. It says, "And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast." So what is John seeing here? So, was sieht Johannes hier? He sees the deadly wound, right? Er sieht der Todeswunde. Okay, and when was the deadly wound given? Und wann ist diese Todeswunde gegeben worden? 1798. Yes. 1798. Okay, so, and we will see chapter 13 is a parallel to chapter 17. Und wir werden sehen, dass Kapitel 13 ist, ist eine Parallel zur Kapitel 17. So let's go to chapter 17. So gehen wir dahin, Kapitel 17. So what was wrong? Chapter 17. Verse 1. Und Vers 1. It says, "And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters." So what is shown to John here? So, was wird Johannes hier gezeigt? Papacy. Yeah, deadly wound, right? So, der Todeswunde. Okay, so the judgment on the great whore. So, das Gericht auf die große Hure. And where do we understand is he standing in this chapter? Und wofür stehen wir? Und wo steht er in diesem Kapitel? Yeah, 1798, right? 1798. So, yeah, when we mark this down, Wenn wir das markieren, 538 538, to 1798, right? 1798. Typifies the Sunday law. Das schattet den Sonntagsgesetz vor uns. So John would be, in this illustration, standing here at the deadly wound. So, Johannes, in dieser Darstellung werde ich hier stehen, an der tödlichen Wunde. Because it says, how many are fallen? Und es sagt, wie viele sind gefallen? 5 are fallen, right? 5. And one Und einer, is. der right? ist. And this was true in 1798. Und das war der Tat in 1798. So, and in Revelation 13, Und in Offenbarung 13, he also stands there at the deadly wound. er Right? steht auch da an der tödlichen Wunde. So let's go back to chapter 13 So gehen wir zurück zu Kapitel 13 and let's read verses 1 to 3. und lesen die Versen Und 1 wann? bis 3. It says, "And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast." Okay. So, what can we see here? So, was können wir hier sehen? What? Well, that first point, I just looked it up there. The first 10 hits, you look at it, it says that the sand represents a multitude of people. Also, das It says exactly the same language. Sand stellt eine Volksmenge dar. So, because he says, "I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea." So, when you just look at the sand, it's representing sand as people for multitudes.
So I think it's the same, it's just another illustration of this multitude of people where this... Where this horse is sitting upon me. Yes, I think he's... It says in Revelation 20 that Gog and Magog, the number of whom is as the sand of the sea. See, yes. Mhm. So Okay. it's Magog. So Offenbarung 20 sagt, dass Gog und Magog ihrem Zahl ist wie der Sand am Maybe it's Meer. important just to get that point. So you see that this beast is rising up out of the midst of all the people of the earth. So diese Tier, der steigt aus den Mitten von allen Menschen der Erde empor. Yes, okay. So that would be then probably the meaning of it. Okay. Und das wäre ihre wahrscheinliche Bedeutung sein. Okay, so, but anyway, still, John, he's standing here at 1798, right? Aber Johannes steht dennoch hier 1798. And so when he sees the deadly wound, because in verse 2, how is he seeing the beast or the beasts? Vers 2, wie sieht er diese Tier oder diese Tieren? Yeah, he sees... It says in verse 2 again. Vers 2. And the beast which I saw was like unto a leopard, Okay. and his feet was as the feet of a bear, and his mouth was the mouth of a lion, right? Sees them in reverse order. And he sees them in the reverse order, right? Sieht sie in ihrem umgekehrten Reihenfolge. And then you also have the dragon, yes? Und dann gibt es auch der Drache. So where else do we see the lion, the bear, the leopard and the dragon? So, wo sehen wir noch der Löwe, der Leopard, der Bär, der Leopard und Come out of the sea. die aus dem Meer emporkommen? Revelation, Daniel Daniel 7, 7. yes? Daniel 7. So therefore Revelation 13 is a parallel to Daniel 7. Yes? Deswegen Offenbarung 13 ist ein Parallel zur Daniel 7. So let's go to Daniel 7. Lass uns zu Daniel 7 hin. Not historically, but prophetically. Also historisch. Nicht historisch, sondern prophetisch. Daniel 7 and then verse 1. Daniel 7 und Vers 1. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heavens drove upon the great sea. And four great beasts came up from the sea, diverse one from another. The first was like a lion, and it had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. So, where do we mark this first beast coming up? So, wo markieren wir dieses erste Tier, der heraufkommt? Pergamos. Why you say Pergamos? Because a man's heart was given unto him. Pergamos is this man. Okay, yes. Yes, okay. Mark and Sunday law. Marks the Sunday, right? Ich hätte Sonntagsgesetz. So we understand the lion is coming up here. So, wir verstehen, der Löwe kommt hier rauf. Yes, and in the seals and churches you have Pergamos marked here also, right? In den Siegeln und den Gemeinden hast du hier Pergamos markiert auch. Okay. Pergamos is the third seal, right? Pergamos ist der dritte Siegel. Which is the third seal is linked unto the third beast. Und der dritte Siegel ist verbunden mit der dritte Tier. And the third beast is likened unto a man. Und der dritte Tier wird verglichen mit einem Mann. Okay. So and then we have these, the lion, the bear coming up, right? Der Löwe und der Bär, der heraufkommt. And then the third is the leopard, Der dritte ist der Leopard. and the fourth is this terrible beast which is also likened unto the dragon, right? Und der vierte ist dieses schreckliche Tier, der mit der Drache verglichen ist. Because the dragon Has 10 horns. is pagan Rome, yes? Der Drache ist heidnischen Rom, Historically in Revelation 12. historisch gesehen in Offenbarung 12. But here
pagan Rome is described as this terrible beast. Aber hier heidnische Rom wird beschrieben als dieses schreckliches Tier. Okay, so and let's just jump down to verse 7 to 8. Dann kommen wir bis Verse 7 und 8 hinunter. It says, after this I saw in the night vision, or visions sogar, and behold a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly. And it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. So here you have the 10 horns, yes? So hier hast du die 10 Hörner. And the dragon also has 10 horns. Also der Drache hat auch 10 Hörner. Verse 8. Vers 8. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. So, historically, which power is this? So historisch, welche Macht ist das? Papacy, right? Der Papsttum. Okay, so it's under the fourth beast that also the papacy comes up. Okay. Also der 4. Tier, das auch der Papsttum heraufkommt. Okay. And it says had a eyes and a mouth, right? Es hatte Speaking Augen great things. und einen Mund, der große Sachen prahlt. Now let's go back to Revelation 12. Gehen wir zurück zur Offenbarung 13, sorry. 13. So John is now standing here at this transition between this time of war and the time of peace, right? Johannes steht hier an diesem Übergang zwischen einer Zeit des Krieges und einer Zeit des Friedens. And it says in verse 2, who gave this beast the power? Und in Vers 2, wer hat diesem Tier ihr Kraft gegeben? The dragon, Der right? Drache. So John is standing here, but he looks backward and sees these 4 beasts coming up, right? Johannes steht hier und schaut zurück und sieht diese 4 Tiere, wie sie heraufkommen. But they are all, in Revelation 13, they are all combined as one beast, right? Aber in Offenbarung 13 werden sie alle verbunden als ein Tier. And it shows us it's one kingdom, okay? Das zeigt uns, dass es ein Königreich ist oder ein Kaiserreich. So, and it says the dragon gave him the power. And what is the dragon? Und es sagt hier, der Drache gab ihm seine Kraft. Und was ist der Drache? What does Sister White say? Was sagt Ellen White? Satan, Pagan Rome. Kings, rulers, and governors, So, right? Könige, Regierende und Gouverneure. So, let's go to Revelation 17. So gehen wir zur Offenbarung 17. Just to see this also here illustrated. Und das hier auch dargestellt zu sehen. Verses 12 to 13. Die Versen 12 und 13. It says, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings. What are they? Was sind sie? Kings, right? 10 Könige, Which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. So the kings here is the dragon power, right? so die Könige hier ist der Drachenmacht. And they give their power to the beast. Und Okay. sie geben ihre Macht dem Tier. So the beast, who's the beast? So dieses Tier, wer ist das? Okay, yes, but the woman is riding on this beast, right? So ist der Papsttum. Aber die Frau, die reitet auf diesem Tier. So it's therefore what is the beast? So deswegen, What was is the dragon? ist der Tier? Yeah, the beast is also the state power, So right? der Tier ist auch die Staatsmacht. But it's the state power when it's aligned with a woman, Aber es ist or der controlled Staatsmacht, by the woman. Okay, wenn es in Cahoots oder von die Frau kontrolliert ist. okay. So then it's not. You see it, she's, in verse 3, it says, Carried away in the spirit of the Lord, I saw one that sat upon a scarlet-coloured beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Vers 3 haben So wir the gelesen. beast and the 10 horns is, they're linked together.
Das Tier und die 10 Hörnern sind verbunden. They're two separate entities, but they're together. But I'm saying you can't say the 10 horns are the beast, or the beast is the 10 horns, but they're joined together. Also du kannst nicht sagen, dass der Tier die 10 Hörnern sind oder die 10 Hörnern sind das Tier, aber die beide sind miteinander verknüpft, verbunden, unzertrennlich. Yes. Okay, so let's go to verse 3 in Revelation 17. So, Offenbarung 17, schauen wir Vers 3 an. Because it says here, so he carried me away in the spirit into the wilderness. And I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. So what does this beast have here? So, was hat dieses Tier? 7 heads. 7 heads and 10 horns. 7 Yes? Köpfen, 10 Hörner. And has a scarlet color. Und ist von Farbe rot, Okay. Scharlach. So, and what is upon this beast? Und was ist auf diesem Tier? The woman, right? Die Frau. And what is this beast full of? Und von was ist dieses Tier voll? Names of blasphemy. Names of blasphemy. Okay. Also Namen von Gotteslästerung. So first, let's go to Revelation 12. Gehen wir zuerst zur Offenbarung 12. And let's read verse 3. Dann lesen wir Vers 3. It says, and there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. So how many heads and crowns? So wie viele Horns, sorry. Köpfen und Hörnern? 7 heads, 10 horns. 7 Köpfen, 10 Hörner. Just like in Revelation 17. Yes? So wie in Offenbarung 17. And what color? Und welche Farbe? Red. Right? Ist rot. Okay. So, but now let's go to Revelation 13, Gehen wir aber jetzt zur Offenbarung 13 and then verse 1. und Vers 1. It says, and I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. How many heads and horns? Und wie viele Köpfen und Hörner? 7, 7 and 10. 10. Ja. 10. Okay. And upon his heads the name of blasphemy. What was on the heads? Das war auf den Haupt Blasphemy. Names of blasphemy. Namen Okay. des Gotteslästerung. I mean, we saw that the beast in Revelation 17 was full of blasphemy, right? Wir haben gesehen, dass das Tier in Offenbarung 17 voller Gotteslästerung war. But here it says now it's on the heads. Aber hier sagt es ist auf den Häuptern. Okay, so let's go back to Revelation 17. Gehen wir zurück zur Offenbarung 17. Let's read verse 9. Und wir lesen Vers 9. And because how are we to study? So, wie sollten wir studieren? Here on the We need to bring all these things together as one. Hier Yes? ein bisschen und da ein bisschen. Wir müssen all diese Sachen zusammenbringen in einem. Because can you see the woman in Revelation 13? Kannst du die Frau in Offenbarung 13 sehen? No, only by bringing in Revelation 17 Nur indem, dass wir Offenbarung 17 da hinzubringen. you know that she's there. Dann weißt du, dass sie eben da ist. Verse 9. Vers 9. And here's the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. So, where does the woman sit? So, wo sitzt die Frau? in their mind. Sits on the heads, right? Sitzt auf ihrem Häuptern. Yes. Amen. What did we read in Revelation 13? Und was haben wir in Offenbarung 13 gelesen? What was on their heads? Was war auf ihrem Häuptern? Name of blasphemy. Okay. Also Namen von Gotteslästerung. So, therefore, I want to suggest it's this woman which is referred to this name of blasphemy. Und Okay. ich möchte vorschlagen, dass es diese Frau ist, zu dem Bezug ist, diese Namen von Gotteslästerung. Because she sits on the heads. Weil Okay. sie sitzt auf den Häuptern. So let's go to verse 4, Das ist Vers 4, 4 and 5. Versen 4 und 5. It says, and the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones, and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. So, what does the woman have on her mind? So, was hat die Frau auf ihrem Haupt?
Verstand? Also name, right? So auch einen Namen. Name of, you can say blasphemy, right? Because it says it's of abominations of the earth and So. whoredom, okay? Ein Name des Gotteslästerung konnte man sagen, weil es hat hier die Gräueltaten der Erde und die Hurerei. Because it's a mystery, right? Es ist eben ein Geheimnis. And what mystery is it? Und welches Geheimnis ist es? A mystery of iniquity, So, yes? das ist Geheimnis der, Gesetzlosigkeit. sagt man das so? Gesetzlosigkeit. Okay, so and when you go now to Revelation chapter 14, Wenn wir zur Offenbarung 14 gehen, verse 1, Vers 1, it says, "And I looked, and lo, a lamb stood upon Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads." So what do they have on their foreheads? was haben Sie auf Ihrem Haupt oder Ihrem Stirn geschrieben? It's a holy name. Yeah, a holy name, Ein right? heiliges Namen. The father's name, not the name of blasphemy, but the opposite. Okay. Vaters Name, also nicht der Name der Gotteslästerung, sondern eben das The Gegenteil. seal of the mark of the beast. Yes, So, es ist eben der Siegel Gottes oder der Malzeichen des Tieres. exactly. Okay, so this beast with 7 heads has this mark of the beast on. Also diese Tier Forehead, mit okay. 7 Köpfen hatte diese Malzeichen des Tieres auf ihrem Stirn. Illustrating how the kings are controlled by this woman. Das Okay. stellt dar, wie die Könige von diesem Frau kontrolliert ist. That's why they were told not to eat of the tree in the midst of the garden. Deswegen ist hier erzählt worden, dass sie nichts von dem Baum inmitten des Gartens essen soll, Because you get the mark of the beast. weil du den Malzeichen des Tieres erhalten wirst. Because that tree's feeding Oh, yeah. all Gives you the mark of the beast. Yeah. Weil dieser Baum speist all den Tieren unter sich. Yes, it fed all the beasts, it says, right? Es hat all die Tieren gespeist. And Nebuchadnezzar was this great tree in Daniel 4. Yes? Nebuchadnezzar war diesen großen Baum in Daniel 4. But in Daniel 1, what did he do? Aber in Daniel 1, was tat er? he fed, Yeah, he, tried to feed them this false exactly. diet. Right? Versuchte sie diesen falschen Ernährung zu He speisen. gave them wine and from the king's table, the Flesh, meat. Right? Wein und von Königstisch, also diesen Fleisch gegeben. false Passover Yes. meal. Eine falsche Passafest. Okay, so when you go now back to Revelation 13, Also wenn wir zurück zur Offenbarung 13 gehen, so we can therefore see that how John is standing here, he looks backward to the beginning of the Sunday law. also wir können sehen, wie Johannes hier steht und er schaut zurück bis zum Anfang des Sonntagsgesetzes. He sees this beast coming up out of the sea, right? Und er sieht diesen Tier aus dem Meer emporsteigen. And the sea, I asked the question at the beginning, what is the sea illustrating? Which time period? Und das Meer, was stellt das dar? Was für ein Zeitalter? War. Yeah, Strife. this is time of trouble, right? Diese Zeit des Trübsals. But the earth is an illustration of the time of peace. Aber Yes? die Erde ist eine Darstellung des Zeit des Friedens. So therefore he stands now where the earth begins, right? Also er steht hier, wo die Erde anfängt. Because which beast comes up here? Denn welches Tier kommt hier herauf? Yeah, this earth beast, right? Das Two horns. Erdtier mit den 2 Hörnern. And this comes up in the time of peace. Und es kommt in eine Zeit des Friedens herauf. But this one comes up in a time of war. Aber Okay. diese kommt herauf in eine Zeit des Kampfes oder Krieges. So it's the time of peace here, and this is the earth. And this would be the sea. Das hier wäre denn das Meer und hier die Erde. Okay, so and verse 3 Und Vers 3, it says, "And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast." So when John stands here now, where the deadly wound is inflicted, so wenn Johannes hier steht, wo der Todeswunde angereichert wird, zugefügt worden ist, zugefügt worden ist, where is he now pointing to? worauf weist er hin? Sondern Deadly wound healed, right? hier der Todeswunde geheilt. Okay, so
And it says here one of his heads were wounded. Es Yes? sagt, einer seiner Köpfe würde verletzt. Which head? verwundet. Welche Kopf? Der fünfte. Yeah, it was the fifth head, right? Der fünfte, At least in history. Okay. zumindest in der Geschichte. Okay. So, but also when you apply Revelation 17, Aber right? wenn du Offenbarung 17 anwendest, John stands here and says 5 are Johannes steht hier und sagt, 5 fallen, right? sind gefallen. So therefore it would be this fifth head, So right? deswegen wäre es der fünfte Haupt, der It's just verletzt. another proof that the heads of this beast is the same as the heads of the dragon. Es ist nur ein weiterer Beweis, dass die Köpfe von diesem Tier sind gleich die Köpfen der Drache. And because historically, who was the dragon in Revelation 12? Denn historisch, wer war der Drache in Offenbarung 12? Pagan Rome, right? Heidnischen Rom. On which head or kingdom was pagan Rome? Und welcher Haupt- oder Königreich war heidnischen Rom? Oh, The fourth, der right? vierte. Okay. So therefore the fourth head ended, So der vierte Haupt kam zu Ende. and now the fifth head came up in 538, Der right? fünfte kam herauf in 538. But there was a change, yes? Aber es gab einen Wechsel From paganism to von Heidentum papalism. zur Okay. Papsttum. Now the woman was sitting on these kings, okay? Jetzt saß die Frau auf diese Könige. The woman manifested herself in an entity before she's sitting on their heads, but Yes. she wasn't. Davor saß There die was no Frau. physical Yes. entity herself. Davor saß die Frau wohl auf all ihren Köpfen, aber sie war keine physische, sichtbare Entität bis zum Papsttum. Exactly. Okay. So, and the pioneers, right? Yeah. The reason why now it was called a beast was the change in opposition to God. Okay. Die Pioniere schreiben, warum sie jetzt als ein Tier beschrieben würde. Es ist dieser Übergang in ihrem Opposition. So der Wechsel in der Opposition gegenüber Gott. Okay, dieser Wechsel, dieser Übergang in der Opposition gegenüber Gott. Because now, yeah, they were not opposing God through paganism anymore, but through papalism. Weil jetzt haben sie Gott nicht durch den Heidentum widerstanden, sondern eben den Papsttum. And they say it was the dragon now being masked. Und sie sagen, das ist der Drache, der jetzt getarnt würde. Yes. Okay, so because what does Uriah Smith say? It's paganism Denn was sagt Uriah Smith? baptized. Yeah? Uriah Smith sagt, es ist Heidentum getauft. And it comes out of the Und es kommt aus dem water, right? Meer. So it's a counterfeit baptism. Es ist eine Fälschung der Taufe. The father was sending his son. Der Vater sandte seinen Sohn, der Papst eben. Der Vater der Lüge sandte seinen Sohn, der Papst. Okay, so and yes, and now let's continue in verse. Let's read verse 3 one more time. So lesen wir Vers 3 weiter, ein weiteres Mal. It says, "And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast." So when the deadly wound is healed, what will all the world do? So, wenn der Todeswunde geheilt ist, was wird die ganze Welt tun? All the world will wonder. Yes, Die ganze Welt wird danach wundern. That's what it says in Revelation 17. exactly. Das sagt es auch in Offenbarung 17. And what did we read yesterday about the woman? Und was lasen wir gestern über die Frau? Ja. She was wondered at. Joshua is the man wondered at, right? Josua ist der Mann, nach dem bewundert wird. Satan always counterfeits it before the true comes. Und Okay? Satan fälscht es immer noch, bevor das Wahre kommt. It's counterfeit sign of Jonah. Okay? Diese Fälschung des Zeichen Jonas. Because you have become the sign of Jonah when you come out of the water. Yes? Du wirst den Zeichen Jonas werden, nachdem du aus dem Wasser emporgestiegen When the bist. Holy Spirit fills you. Wenn Okay? der Heilige Geist dich füllt. What Satan, what brings you down here? Und was bringt Satan hier runter? Fire from heaven, right? Feuer vom Himmel. False fire. Falsches Feuer. False They Pentecost. do Right? great wonders. Falsche Pfingsten. Yes, exactly. Tun da große Wunder. Okay, so first of all,
where else do we see this correlation of verse 3, that you have the deadly wound and then a deadly wound healed? So, wo noch sehen wir diesen Zusammenspiel wie in Vers 3, dass wir den Todeswunde haben und dann die Todeswunde geheilt. At least Not two. like a lamb and spoke like a dragon. Yeah, okay, verse 11, right? Vers 11. So let's go to verse 11. Vers 11. And it says, "And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon." Yes? Und dann, So the beast comes up here, 1798, das Tier kommt hier herauf, 1798, United States, der USA jetzt, and speaks like a dragon. und spricht hier wie eine Drache. Verse 11 is a parallel to verse 3. So, Vers 11 ist eine Parallel zu Vers 3. Where else do we see a parallel to verse 3? Aber wo noch können wir eine Parallel zu Vers 3 sehen? We looked at it recently. Wir haben das neulich angeschaut. Yes, Daniel 11 verse 40. So, Daniel 11 von Vers 40. Let's go there. Gehen wir dahin jetzt. It says, "And at the time of the end shall the king of the south push at him." This was So, zur Zeit des Endes König des Südens Stoß gegen ihn, und das war wann? 1798. Right? 1798. And then it says, Dann sagt es weiter. "And the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships. And he shall enter into the countries and shall overflow and pass over." When was this? So, wann war das? Well, 1989 in type. Yes, 1989 in time. 1989 in Typus. Typifying the Sunday law, right? Das typifiziert oder schattet voraus den Sonntagsgesetz. So we see the same patterns. Wir Okay. können denselben Muster erkennen. Deadly wound, Todeswunde, deadly wound healed. Todeswunde geheilt. Okay. Amen. Alright. So now let's go back to Revelation 13. So, gehen wir zurück zur Offenbarung 13. And we saw that all the world wandered after the beast when the wound is healed. Wir Yes? haben gesehen, dass die ganze Welt dem Tier nachwundert, wenn der Todeswunde geheilt wird. So now let's go to chapter 17. So, gehen wir jetzt zu Kapitel 17 wieder. Just to see the same pattern. Um denselben Muster zu erkennen. Verse 8. Und Vers 8. It says, "The beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition." So, the beast that he saw, because he stands here, So, yes? der Tier, die er gesehen hat, weil er eben hier steht, So was in this time here, so war in dieser Zeitperiode, is not, ist nicht, wo er gerade steht, and shall ascend. und Ja. wird wieder heraufkommen. So therefore also this verse gives you the deadly wound and the deadly wound being healed. So, auch diesen Vers gibt den Todeswunde und der Todeswunde geheilt. And then it will go into perdition, this when it will be punished at the end. Und Okay. dann wird es ins Verderben gehen und das markiert, wo es am Ende bestraft wird. And it says, "And they that dwell on the earth shall wander, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is." Okay, so here, when the deadly wound is healed, Wenn die Todeswunde geheilt when the wird, beast comes up again, der Tier kommt wieder herauf, what will the people do? was wird denn das Volk tun? Wonder. Wander after it. Right? Sie werden dann es danach wundern. But who especially? Aber wer insbesondere? Those that are not written in the Lamb's Book of Life. Right? Diejenigen, die nicht im Lamm des Buch des Lebens geschrieben sind. Book of Life. Alright. So now let's go back to chapter 13. So, gehen wir zurück zu Kapitel 13.
Let's read verse 4. Und lesen wir Vers 4. It says, "And they worshipped the dragon, which gave power unto the beast. And they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him?" So, they worshipped the dragon and the beast, it says here. So, sie beten der Drache und das Tier an. And what did the dragon give unto the beast? Und was gab der Drache dem Tier? Power, right? Kraft. And we saw it's these 10 kings giving their kingdom unto the beast for Wir 1 haben hour. gesehen, es ist diese 10 Könige, die ihrem Königreich, dem Tier, diese eine Stunde verleihen. We read in Revelation 17, they gave their power and strength unto the beast for 1 hour. Wir haben gesehen oder gelesen in Offenbarung 17, dass die ihrem Kraft und ihrem Stärke dem Tier eine Stunde gegeben haben. So we can see that, the kings, they are still there. They're like mentioned here as a separate entity. Okay. Also die Könige, die sind hier als eine abgesonderte Entität beschrieben. But also then they're illustrated as this beast, right? The woman on them. Aber sie sind auch dargestellt als diesen Tier, also mit den Frau auf sich. Okay. And it says nobody is able to make war with him. Und niemand ist imstande, Krieg mit ihm zu führen. What about, which story can come in your mind? So, welche Geschichte kommt in den Sinn? Goliath, exactly. Okay. Goliath. So keep your finger here. Halte den Platz hier. Let's go to 1 Samuel chapter 17. Gehen wir zum 1. Samuel 17. And let's go to verse 16. Dann gehen wir zu Vers 16. Or maybe let's read verse 8. Oder wir lesen sogar Vers 8. It says, "And he, Goliath, Also Goliath. stood and cried unto the armies of Israel and said unto them, Why are ye come out to set your battle in array? Am not I a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. If he be able to fight with me and to kill me, then will we be your servants. But if I prevail against him and kill him, then shall ye be our servants and serve us. And the Philistine said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid." So none of them dared to fight against him, right? Also keine von ihnen wagte, gegen ihn zu kämpfen. And verse 16. Vers 16. "And the Philistine drew near morning and evening and presented himself 40 days." Yes? So the 40 illustration of this 12:16. 40 Tage lang eine Darstellung der 12,6. Because Christ went into the wilderness for 40 days, and at the end he had his final temptation. Christus ging in die Wüste 40 Tage und am Ende hatte seine letzte Versuchung. But his 40 days would be from here to here, right? Aber seine Christ. 40 Tage wäre denn von hier bis zum But Ende. Goliath. Okay. So Aber Goliath ist eben von hier bis zum Ende. But we know that whatever Christ does here, right? For instance, the 70 years in Babylon, Aber wir wissen, dass was auch immer Christus von hier tut, zum Beispiel die 70 Jahre in Babylon or the 1260 when the woman flees, right? oder die 1260, wo die Frau in die Wüste flüchtet. And Satan always counterfeits it here. Right? Satan fälscht es immer hier. False 17, a false 1260. Eine falsche 70, eine falsche 1260. But also, that first final review there is typifying the close of probation, right? Aber auch diese erste finale Untersuchung hier schattet den Schluss der Gnadenzeit von uns. So it's the time of peace where they flee. It's really showing the same thing. Nice. You know.
But don't let us not make it too complicated. No, I'm just saying, you know what I mean. Yes. Okay, so therefore, yeah, you have these 40 days where Goliath goes up and down. So, es gibt diese 40 Tage, wo Goliath auf und ab geht. And what was his army? Und His armor. was war seine Rüstung? Bronze and iron. Brass and iron, right? Aus Bronze und Eisen. But his armor was of brass, Aber right? seine Rüstung selber war aus Bronze. So, which kingdom is this here according to Daniel chapter 2? So, welches Königreich ist das hier gemäß Daniel Kapitel 2? Greece, Das right? The Griechenland. brazen kingdom. So, Diese bronzene Königreich. so Goliath, he represents the second Sunday law. So, Okay? Goliath stellt diese zweite Sonntagsgesetz dar. But obviously you can take him in principle and apply it also to the first, but Und du his kannst story is really ihn natürlich im Prinzip nehmen und hier zu den ersten Sonntagsgesetz anwenden, aber seine Geschichte ist eben hier. and we Just a point on that, because when you read the first verse, you read verse 9, right? So Vers 9. Because your goodness point the other day says, if I prevail against him and kill him, then ye shall be our servants and serve us. But if he be able to fight with me and to kill me, then we will be your servants. And this was this point the other day that, that they become, they swap yes. the servants. So it's at the end, that's where they would become the servants for eternity. I don't know what he's talking about, sorry. Okay, so here it says in verse 9, So es sagt hier in Vers 9, Goliath says, if you kill me, we will be your servants. Goliath sagt, wenn ihr mich tötet, dann werdet ihr unsere Diener sein. But if I kill him, you will become our servants. Aber wenn ich einen von euch töte, dann werdet ihr unsere Knechte werden. So, and we studied in the last Sabbath sermon Und wir haben studiert in der letzten Sabbat-Predigt, that the Lord at the end, he changes it for God's people, right? dass am Ende der Herr wechselt das für Gottes Volk. That those whom they served in here, they will become their servants then in the time of peace. Also right? diejenigen, die sie hier dienen, werden ihre Diener werden in der Zeit des Friedens. Maybe here's not the best illustration, but here in this time of peace, right? Hier in diese Zeit des Friedens. So, you What remember? the point I'm making is it's eternal. There will be. It's really talking about eternity. Also der Punkt, den ich mache, ist, dass das ein ewiges Wechsel ist. Es spricht über die Ewigkeit. But it's always typified here in the time of peace. Aber es ist immer hier in der Zeit des Friedens vorausgeschaut. Yes, but you're making this argument that Goliath is speaking about the end. That's why I'm saying it confirms it, because the Gentiles come up there and they become your servants. That's the point. Also hier Goliath, das spricht über eben das Ende und das bestätigt es hier, weil die Heiden kommen herauf und werden deine Diener werden. Isaiah chapter 2, all the Gentiles flock to the mounts he teaches and they become Jesaja 2, alle kings over them. Heiden strömen zum Berg und bitten, dass du sie lehrst. Also du wirst letztendlich Könige über sie werden. Good. So, anyways, let's go now back to Revelation chapter 13. So, gehen wir zurück zur Offenbarung 13. So nobody is able to make war when the deadly wound is healed. Okay. So, keiner ist imstande, Krieg zu machen, wenn der Todeswunde geheilt wird. And Sister White, she has also a quote, I don't have it at hand, but where she links Goliath with a papal 1260. Okay. Und Ellen White hat ein Zitat, und ich habe das gerade nicht parat, aber sie verbindet Goliath mit der päpstlichen 1260. Okay. So therefore here Goliath now is in supremacy. So, Okay. deswegen hier Goliath ist in der Oberherrschaft. And it says now in verse 5, Und es sagt jetzt in Vers 5, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. And that would be the 1260, right? also 42 Monate, das wäre dann die 1260 sein. And
So what was given him? What does it say here? Was ist ihm gegeben? Was sagt es hier? A mouth, Ein Mund, speaking great things, right? der spricht große Prahlereien. And what else? Was noch? Power. Und Kraft. And the power we saw was given by whom? Und der Kraft, wie wir gesehen haben, würde durch wem gegeben? The 10 kings, right? 10 Könige. They gave their strength and their power unto the beasts, Sie right? haben ihre Stärke, ihre Kraft dem Tier. For how long? Wie lange? For 1 hour. Eine Okay. Stunde. But here it says for Aber hier sagt es für 42 months. Right? 42 Monate. So the 1 hour would be the same as 42 months. Die Right? eine Stunde wäre dasselbe wie 42 Monate. But I already tell you, symbols can have more than one meaning. Aber Right? ich sage euch jetzt schon oder erinnere euch jetzt schon daran, dass Symbole können mehrere Bedeutungen haben. Because the 1260, on how many levels can you apply them? In der 1260, auf wie Also viele weit. Ebenen kannst du das anwenden? Yeah, 1260 from here to here, 4, right? 5. From here to here, this little box, and also here, right? So, der 1260. Der 1260 kann man eben von hier bis da und auch den kleinen Kasten. So it's these And the birth bigger ones, yeah. birth things. Sorry? And the bigger one. Yes, okay. From Der here to- größere. yes. It's these birth pangs, okay? Diese Geburtswehen. So, and therefore also this 1 hour you will find it's not only here the whole Sunday law, Und diese eine Stunde, wie wir sehen werden, es ist nicht nur hier diese gesamte Sonntagsgesetz. because for instance when Daniel stood before Nebuchadnezzar, Denn wenn zum Beispiel Daniel vor Nebukadnezar gestanden it hat, says he was astonished for sagt, 1 hour. er Right? war eine Stunde lang erstaunt. Okay, so therefore you always need to apply it based upon the context, right? Deswegen musst du Okay. immer den Symbol gemäß den Kontext anwenden. Okay, so but I want to make now the point here Aber ich möchte hier einen Punkt machen that about this mouth. über diesen Mund, der ihm gegeben wird. And that's a thought that I have, and I'm open for correction. Okay. Und das ist eben eine Gedanke, die ich habe. Ich bin offen dazu, korrigiert zu werden an dem Punkt. Because let's go now to this quote that I posted. Denn in den Livestream habe ich ein Zitat gepostet. Da wollen wir jetzt hin. Quote from Spalding again, 1.4. SPM 1.4. It's also a familiar quote. Das ist auch eine vertraute Zitat. Und It says, I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth, and that his power was in his head, and that the decree would go out of his mouth. So, which beast is it speaking here about? über welche Tier spricht es hier? Two-horned beast. Der Okay. zwei gehörnte Tier, United States. der Yeah? USA. It says, and the decree comes out of the mouth, right? Das Dekret geht aus seinem Mund vor, And it has a dragon's mouth. ein Mouth. Drachensmund. Then I saw the mother of harlots. Who is the mother of harlots? Wer ist der Mutter der Huhn? Satan. Das ist der Papst. Then I saw the mother of harlots, this woman that sits upon the scarlet-colored beast. Das Yes? ist diese Frau, die auf dem scharlachroten Tier sitzt. That the mother was not the daughters, but separate and distinct from them. So she has daughters. Yes. So, sie hat Töchter. She has had her day, and it is past. And her daughters, the Protestant sects, were the next to come on the stage and act out the same mind that the mother had when she persecuted the saints. So who are the daughters? So, wer sind die Töchter? The Protestants. Die Protestanten. And the Protestants are the part of the two-horned beast, right? Und die Protestanten sind ein Teil der zweihörnigen Tier, The Protestant horn. der protestantische Horn eben. And they would act out the same mind as the mother did, Und right? sie werden denselben Verstand ausüben wie ihre Mutter. I saw that as the mother has been declining in power, the daughters had been growing, and soon they will exercise the power once exercised by the mother. Okay? So the Protestants, they will basically do an image unto the beast, it says. Yes? Die Protestanten werden ein Bild des Tieres erstellen. And it says here that this beast, the papal power, was given a mouth. Und es Was? sagt hier, dass diese Tier, also der papstliche Tier, oder der Bild zum papstlichen Tier, einen Mund gegeben wird. So let's go to
And what did we see? Who spoke, or out of whose mouth came the decree? So aus wessen Mund kam der Dekret hervor? Of the two-horned beast, right? Der zweihörnige Macht. Okay. So the Protestants are the ones that will speak what the mother has in mind. Okay? Protestanten sind diejenigen, die sprechen, was die Mutter in ihrem Gesinnung hat. Because when you go now to Exodus chapter 7, Und wenn wir jetzt zur 2. Buch Mose Kapitel 7 gehen, Exodus 7 verse 1. so 2. Mose 7 und Vers 1. It says, And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. So what can we see here? Was können wir hier sehen? Moses was to be the god, right? Mose sollte der Gott sein And Aaron his prophet. und Aaron sein Prophet. And why did God do this? Und warum hat Gott das so angeordnet? What did Moses ask for? So, wonach hat Mose gefragt am Mouth? Yeah, he said basically, I cannot speak, right? Er hat gesagt im Grunde, ich kann nicht sprechen. So therefore the Lord said, okay, I give you your brother Aaron, he shall speak for you. So, deswegen hat er gesagt, ich gebe dir deinen Bruder Aaron, der soll für dich sprechen. This is written, I think, in Exodus chapter 3. Ich glaube, das ist in 2. Mose 3 geschrieben. No, chapter 4, sorry. Kapitel 4 sogar. Chapter 4, verse 10 Kapitel 4 und Vers 10. and 11. 10 und 11. It says, And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? So he's asking about the man's mouth, right? Spricht über den Mann seinen Mund. Let's continue, verse 12. Vers 12. Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. And he said, O my Lord, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. And the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is it not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee, and when he seeth thee, he will be glad in his heart. And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth, and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do. And he shall be thy spokesman unto the people, and he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God. Right? So when Aaron was his prophet, So, wenn Aaron dieser Prophet war, he was his war mouth. sein Mund. Okay. So therefore, I want to suggest here when we go back to Revelation 13, So, ich möchte vorschlagen, deswegen, wenn wir jetzt zurück zur Offenbarung 13 gehen, is when the deadly wound is healed, dass wenn der Todeswunde geheilt wird, the beast is given a mouth. so Right? das Tier wird einen Mund gegeben. So who would be the mouth of the papacy? So, wer wird der Mund des Papsttums sein? False prophet. Yeah, the false prophet. Right? Falscher Prophet. The Protestant sects. Die protestantische Sekten. They will now speak on behalf of the mother. Okay? Sie werden an den Mutterstadt sprechen. Yeah, okay, but that's true. But the point is that it says that it's a nation that speaks. Because it's the nation that speaks, right? So it's the legislative and judicial. It says the mouth had a mouth like a dragon. It's Herod that the man So it's the Protestants that are given the information, but it's the mouth, the actual mouth is the dragon. It's the civil power that's speaking. Es ist die Protestanten, die letztendlich hinter den Szenen sagen, aber es ist der Drache, also die Civilmächten, die sprechen. I mean, that's what it says in that quote that you said. It says, I saw the two-horned beast had a dragon's mouth. Also ich habe gesehen, dass der zweihörnige Tier einen Drachenmund hat.
Okay, and his power was in his head, and the head is the civil power. Kraft war in sein Haupt und der Haupt ist der Staatsmacht. Because in Revelation 13 it says the dragon gave him his power, seat, and great authority. Mal 13 ist halt, der Drache gab ihm seinen Sitz und Macht und große Autorität. So the mouth is the civil power. It's just that the Protestants are controlling the civil power and telling them what to say. So, es ist der Civilmacht, was der Mund ist. Es ist nur, dass die Protestanten den Civilmacht kontrollieren und sagen, was sie sagen sollen. Yes, okay. Yeah, so this second beast would be the mouth in the sense it's the power, the state power of the second beast. Okay. Das zweite Tier wird der Mund in dem Sinne, es ist der Staatsmacht der zweite Tier. But it's controlled by the religious horn. Okay. Es ist kontrolliert durch die religiöses Horn. It's the tree. Because the tree is this two-horned power, because it's the one feeding all the nations. Yes. Dieser Baum ist diese zweihörnige Macht, weil der Baum ist derjenige, der alle Nationen speist. Yes, Nebuchadnezzar, he says in Daniel 3, I make a decree, right? Nebukadnezar sagt in Daniel 3, ich erlasse ein Dekret, That everybody is to bow down. Okay. dass jeder sich niederbeugen sollte. Okay, so let's continue now in verse 6 and let's just quickly go through the verses until verse 10. Wir lesen Vers 6 bis 10. And maybe tomorrow we can go a little bit more in detail about these verses. Und morgen können wir vielleicht in tiefere Details über diesen Versen eingehen. But it says here, verse 7, we already made the point, okay? Vers 7 haben wir bereits den Punkt gemacht. Sorry, verse 6. Vers 6. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. So who would be the ones that dwell in heaven? So, wer werde diejenige sein, die im Himmel wohnt? Let's just continue, we will see. Dann lesen wir weiter und wir werden sehen. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. And so the papacy now makes war, So, der Papst führt jetzt Krieg, but nobody can make war with him, right? aber niemand kann Krieg mit ihm führen. Yes. Amen. Okay. And it says here, it's a worldwide dominion, obviously. Sagt, dass es eine weltweite Reich ist. And it says in verse 8, Vers 8. and all that dwell upon the earth shall worship him. So dwell where? So, wo weilen sie? On earth, right? Auf der Erde. And all those that dwell upon the earth will worship the beast, it says. All diejenigen, die auf die Erde weilen, werden den Tier anbeten. But those that dwell in heaven, he is blaspheming, it said. Aber Right? diejenigen, die im Himmel wohnen, er lästert. So therefore, who is who? So, wer ist wer? Yeah, those that have the birth, right? So, diejenigen, die das der Geburt gehabt haben, Said unto them, come up und sagt zu sie, kommt hier herauf. hither. Yes? Amen. So they are the ones that dwell in heaven. So, sie sind diejenigen, die im Himmel weilen. But those that don't have the birth, Aber diejenigen, die die Geburt nicht haben, they are the ones that dwell on earth and will worship the das beast. sind diejenigen, die auf die Erde weilen und den Tier anbeten werden. Because it says here in verse 8, Und es sagt hier in Vers 8, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So when is your name written in the book of so the wann Lamb? wird dein Name im Buch des Lebens des Lammes geschrieben, You're born again. Yeah, when you're born again. wenn du Right? neu geboren wirst. Just a point on that, Mhm. verse 6. Vers 6. In 1 John, it says, we know that Antichrist shall come, even now there's many Antichrists. So Right? 1. Johannes sagt, wir wissen, dass Antichristus kommen werden und sogar es gibt viele Antichristen bereits. They do the same thing. They deny, Dasselbe. because there's the true brethren, the sons of God there, who is a combination of the human and the divine. Es gibt der wahre Söhne Gottes da, also die Geschwister, was eine Verbindung zwischen das Göttliche und das Menschliche sind. And this is this blasphemy. They accuse them of blasphemy. Und das ist das Gotteslästerung, weil sie des Gotteslästerungen vorwerfen. Because he said, this is blasphemy, what you're saying, when he said it to Christ, but he was telling them the truth. Also Christus hat sie Wahrheit erzählt, aber sie haben gesagt, das ist Gotteslästerung, aber es war die Wahrheit. So actually, those that attack the ones that have the new birth because they deny it, they're antichrist. So diejenigen, die attackieren, diejenigen,
die den Neugeburt gehabt haben, weil sie den Neugeburt eben verleugnen, sie sind And Antichristus. Satan always does what he accuses you of. He accuses Satan you of blasphemy, tut- but he's that's blasphemy. Satan tut immer dasselbe oder er werft dich immer das vor, was er gerade tut, weil er werft dich den Gotteslästerungen vor, aber das ist eben Gotteslästerung, was er tut. Yes, exactly. Okay, so in verse 8 we can also then see, so we already read this in chapter 17, right? Vers 8, wir haben das bereits in Kapitel 17 gelesen, That they will wander after the beast, those that are not written in the book of life. dass sie dem Tier nachwundern werden, dessen Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. So verse 8 in chapter 13 is a parallel to verse 8 in chapter 17. Okay? Vers 8 hier in Kapitel 13 ist eine Parallel zu Vers 8 in Kapitel 17. And then let's read verse 9. Vers 9. If any man have an ear, let him hear. This is written always at the end of all the churches, right? Und diese Aussage wird immer geschrieben am Ende von all den Gemeinden. So I don't fully know why the Bible marks it here, but Ich weiß nicht, warum der Bibel es gerade hier markiert. You've got to, because it says at the beginning of the book, blessed is he that here readeth or heareth and readeth. and keepeth, yeah. So sagt am Anfang von der Offenbarung Kapitel 1, gesegnet ist der, der hört und die Sachen bewahrt, was hier drin geschrieben sind. And then verse 10. Vers 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with a sword must be killed with a sword. Here's the patience and the faith of the saints. Yes? That's correct. So, yeah, would be the punishment at the end. Yes? Das wäre die Bestrafung am Ende. And would be like Goliath, yes. Right? Wäre wie Goliath. He also got this head chopped off by his own sword. Yes? Ist geköpft worden durch seinen eigenen Schwert. Okay, so, and this was fulfilled 1798. Und dies wurde 1798 erfüllt. French army came Die französische Armee kam and put down the Pope. und Yes. hat den Papst zum Sturz gebracht. So therefore we can see also the kings of the south used the sword. Okay. Deswegen können wir auch sehen, dass die Könige des Südens auch den Schwert Gebrauch machen. Yes, Napoleon was the king of the south using Napoleon the sword. Okay. war ein König des Südens, der den Schwert gebraucht hat. Okay, so therefore, because many times when we speak about the king of the south, when they rise up, we only think of the people rising up, right? Öfters, wenn wir sprechen über König des Südens, wir denken darüber, dass es nur so einen Völkeraufstand gibt. But there are also kings of the south in a sense. Aber es gibt auch Könige des Südens. So some of the leaders of the world. This Yes, is what exactly. they're So einige der Anführer der Welt sind ebenso. Biden, for instance, is the king of the south, right? Biden zum Ist der Beispiel ist König des Südens. Okay, so now we went through the first 10 verses, and maybe tomorrow we will come back here and there to give some more details. I don't know yet. Wir sind die ersten 10 Versen jetzt durchgegangen und morgen werden wir vielleicht dazu zurückkommen und einige mehrere Details geben. Also ich weiß nicht genau im Moment. And but we could see that this beast comes up here, Aber wir konnten sehen, dass dieses Tier hier heraufkommt, gets a deadly wound here, ein Todeswunde hier erhält. deadly wound is healed, Der Todeswunde wird geheilt. yes, and then nobody can make war with him, Niemand kann Krieg mit ihm führen. and he's basically making war with the saints, Und right? er führt aber Krieg mit den Heiligen. And blasphemes all those that have the birth that are written in the book of life, Und lästert all diejenigen, die im Buch des Lebens geschrieben sind und den Neugeburt gehabt haben. wants to overcome the saints, it says. Er möchte den Heiligen überwinden. Oder, ja. And but those that dwell in heaven are the ones. No, sorry, those that dwell in earth are the ones that are not written in the book of life, Aber diejenigen, die auf Erde weilen, sind diejenigen, die nicht im Buch des Lebens geschrieben and sind. they will be deceived by this power. Und sie werden durch diesen Krafttier verführt. So we can see, unless you obtain the born again experience, it's no way that you can escape this So, hier deception. können wir sehen, dass es sei denn, dass du den Erstgeburtserfahrung erhalten hast, es gibt keine Möglichkeit, dieser Verführung zu entkommen. Yes. Amen. So then
we can close for tonight, So, dann können wir hiermit Schluss machen für heute Abend and tomorrow we will continue. und morgen werden wir fortsetzen. Amen? Amen. Then let's close. Dann lasst uns Schluss machen.